Also ich denke nach wie vor erstens, man muss ja ausgehen von der Situation nach 1945. Nach dem Kriegsende, nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches, des faschistischen Deutschen Reiches. Und hier war sozusagen eine der Akteure, nicht nur im Osten, war so, das Gesundheitswesen muss anders organisiert werden. Es muss staatlicher organisiert werden. Es soll eine bessere soziale Versicherung, die alle Bevölkerung erfasst sein und so weiter. Das war nicht nur in der sowjetischen Besatzungszone, das war auch in allen Sektoren von Berlin und auch in einigen anderen im Westlichen durchaus Konsens und hat sich aber dann relativ schnell verändert, sodass im Osten im Grunde genommen die Akteure, die hier aus der Gefangenschaft, aus der Emigration, sowohl Sowjetunion als auch Westemigration kamen und gemeinsam mit den Sowjets natürlich, also die erste Idee, staatliches Gesundheitswesen. Das heißt, Krankenhäuser verstaatlichen und das heißt, ich denke, war man sich klar, im ambulanten Bereich Schritt für Schritt das zu machen. Ein zweiter Gedanke war, Gesundheitswesen muss dann auch durch ein Ministerium geleitet werden. Das ist ja ein langes Thema in Deutschland gewesen. Bei Virchow beginnt das, die Forderung, ein zentrales Gesundheitsministerium zu haben. Ein drittes Thema war, also es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, was immer das auch bedeutet. Ein viertes Thema, Prophylaxe, also eine vorbeugende Ausrichtung des Gesundheitswesens. Ja, also so kann man das zusammenfassen. Das waren so ein paar Eckpunkte, an denen man sich dann schrittweise natürlich ganz praktisch mit dem Wiederaufbau, mit dem Funktionsfähigkeit herstellen verbunden ist. Und naturgemäß war der Kampf gegen Seuchen und so weiter natürlich eine der ersten naheliegenden Aufgaben. Und da hat sich schon gezeigt, dass dieser gesamtgesellschaftliche Ansatz sich auszahlte. Also in den ersten Befehlen zur Bekämpfung der Tuberkulose zum Beispiel oder auch der Geschlechtskrankheiten war schon dieser komplexe Gedanke erhalten, dass man also alle Bereiche, die dazu etwas beizusteuern hätten, eben erfasst und versucht, das gemeinsam zu bewältigen. Ich glaube, das waren gute Stärken und dann ist Schritt für Schritt ist das weitergegangen und da war neben dieser prophylaktischen Ausprägung, die sich dann besonders auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendgesundheitsschutzes entwickelt haben, dass man also regelmäßig die Kinder alle untersucht, dass man die Kindereinrichtungen entwickelt, Kindergärten, Schritt für Schritt Kinderkrippen, die Ferienbetreuung, dass man die Gesundheit der Kinder wirklich in den Griff nimmt. Ich glaube, das war eine große Stärke, an die erinnert sich auch jeder, bis hin natürlich zu den Impfprogrammen. Dann war eine andere Säule Betriebsgesundheitswesen. Also das ist ja auch die sogenannte Gewerbehygiene oder Gewerbemedizin ist ja in Deutschland vorher auch schon entstanden. Aber man hat das aufgegriffen und hier hat, glaube ich, das sowjetische Beispiel eine Rolle gespielt, dass eben in Abhängigkeit von der Größe der Industriebetriebe Betriebspolykliniken oder Betriebsambulatorien zu schaffen waren. Und das Besondere war, dass sie nicht dem Betrieb gehörten, sondern fachlich dem Gesundheitswesen zugeordnet waren. Aber baulich und materiell der Betriebe schon dafür sozusagen gerade zu stehen hatten. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass der Betriebsarzt eine gewisse Unabhängigkeit hat von dem Betrieb. Sonst kann er nur sehr schwer, das bleibt trotzdem noch schwer, seine arbeitsmedizinischen, seine arbeitshygienischen Forderungen auch umsetzen. Und ich denke, ist ja kein Zufall, dass dann das Zentralinstitut für Arbeitsmedizin der DDR am Ende das erste Collaborating Center der DDR in der Weltgesundheitsorganisation wurde. Also als Arbeitspartner, weil hier gute Erfahrungen
in der Erfassung fast aller Betriebe, fast aller Beschäftigten und in der schrittweisen Bekämpfung, Zurückdrängung der Gesundheitsgefährdung. Ein Thema für sich, was heute hochaktuell ist. Also wir sollten nicht, natürlich hat sich vieles arbeitsmedizinisch zum Besseren gewandelt, aber wie die Arbeitsbedingungen an manchen Computerarbeitsplätzen tatsächlich aussehen heutzutage, oder wie, kann das so ein Beispiel, wie die Kassiererin an Kassen, ob es im Tierpark oder sonst wo ist, also das sind unmögliche Verhältnisse und da kümmert sich scheinbar keiner drum. Also das geht ja darum, wie die Stühle sind und wie die Bewegungsabläufe sind, wenn man immer zu der Kasse und so weiter. Also es ist nicht weg, das Thema. Es sind andere Fragen, stehen im Vordergrund. Digitalisierung, Lärm natürlich oder künstliches Licht und Bildschirmarbeit. Also das war so eine Säule, die sich die DDR auch hat was kosten lassen, Betriebspolykliniken zu entwickeln, sodass die Frage, wer impft denn, zum Beispiel gegen Grippe oder jetzt jüngst gegen Corona, eigentlich da völlig selbstverständlich war, dass der Betriebsarzt da von Anfang an eine aktive Rolle zu spielen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und bis dann natürlich hin zu dieser ganz schwierigen, durch diese Herausforderung, das ambulante Gesundheitswesen zu lösen von dem privat niedergelassenen, dieser Konzeption des privat niedergelassenen Einzelkämpfersarzt. Man muss wissen, dass die Kritik an diesem System schon in der Weimarer Zeit stark war, bis hin zum Völkerbund, dass man sagte, das kann ein Arzt, der immer dran denken muss, wie er sein Einkommen damit sichert, oder der eigentlich nur darauf angewiesen ist, dass Kranke zu ihm kommen, das kann nicht die Lösung sein. Da ist das, wie macht denn der Vorbeugung, wie geht denn das praktisch? Und das spielte also eine Rolle, zu sagen, wir müssen eine andere Lösung finden, nämlich den Arzt zu begreifen als vom Staat angestellten, gut bezahlten Menschen, der unabhängig von seinem Einkommen, von seiner Existenz ärztlich handeln kann. Das war eine der Grundideen. Eine zweite war, dass natürlich klar war, dass die moderne Wissenschaftsentwicklung diese Einzelpraxis im Grunde genommen, das passt nicht zusammen. Also ich brauche Strukturen, wo eben der Zugang zum Labor, zum Röntgen, zu dem Fachkollegen erleichtert wird. Also das waren so ganz einfach gesagt, diese beiden fachlichen Grundideen, und die haben eben dann dazu geführt, dass Schritt für Schritt Polykliniken, Ambulatorien, also letzten Endes bauliche Hüllen, die so etwas möglich machten, entstanden sind. Aber das war ein langer Prozess und da gab es eben natürlich Widerstand dagegen. Und ich räume ein, als in diesem Arbeiterstadtbezirk Prenzlauer Berg in den Anfang der 80er Jahre die große, schöne Polyklinik gebaut wurde, Karl Kollwitz, die gibt es ja jetzt noch als Ärztehaus. Das hieß ja, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Ärzte, vorher waren die ja schon da. Die waren in Altbaugebäuden, in Erdgeschosswohnungen, also so, wie man das kennt. Es war nicht unbedingt so, dass die nun alle mit fliegenden Fahnen in die Polyklinik gegangen sind. Weil natürlich wussten sie, in dem Moment, wo ich in so einem großen Haus bin, ist auch eine andere soziale Kontrolle, sage ich mal, oder ein anderer Umgang miteinander nötig. Also man sollte das nicht unterschätzen. Das hat sich dann aber ausgeweitet. Die Vorteile natürlich liegen auf der Hand, wenn man gut arbeitet. Man kann das ja beschreiben. Also ein Kinderarzt hatte seine Sprechstunde mit erkrankten Kindern, aber es konnte eben geregelt werden, weil es mehrere Kinderärzte waren, dass dann eben jeder Kinderarzt hatte eine Kita, eine Kinderkrippe zugeordnet, in die ist er regelmäßig gegangen vor Ort. Das war ihm möglich. Er konnte das machen, weil trotzdem die Sprechstunde und das ganze Geschäft ja weiterging. Also diese arbeitsteilige Zusammenarbeit zwischen therapeutischen Maßnahmen und rehabilitativen und vorbeugenden Maßnahmen, die ist natürlich nur so möglich.
Das kann auch heute eine Praxis nur bedingt machen. Entweder er ist vor Ort oder er ist nicht vor Ort.